Das hier, das ist die Geschichte von Alex. Ein Unternehmer, wie es heute viele gibt. Voller Leidenschaft für seine Idee, aber die Verwaltung, die droht alles zu ersticken. Tag für Tag kämpft er mit einer Software, die ihm nicht nur wertvolle Zeit stiehlt, sondern, ehrlich gesagt, auch den letzten Nerv raubt. Ein Gefühl, das wahrscheinlich viele von uns nur zu gut kennen, oder? Und dieses Zitat hier von einem anderen Unternehmer, das bringt es doch eigentlich perfekt auf den Punkt. Man fühlt sich gefangen, ausgebremst von einem System, das einem eigentlich helfen sollte, aber stattdessen wird es zum Klotz am Bein. Man nimmt es halt hin, so als notwendiges Übel, aber, und das ist die gute Nachricht, das muss nicht so bleiben. Für Alex ist genau das der Alltag. Er ist gefangen in dem, was er seine persönliche Black Box nennt. Eine total starre, irgendwie unintelligente und vor allem unfassbar teure Buchhaltungssoftware. Man hat das Gefühl, die arbeitet aktiv gegen einen. Anstatt Arbeit abzunehmen, schafft sie eigentlich nur noch mehr manuelle Klickorgien. Und dann kommt dieser eine Moment. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Eine Werbeausgabe von Meta wird als Büromaterial verbucht. In dem Moment wird ihm klar, diese Blackbox ist nicht nur umständlich, sie ist einfach strohdumm. Sie versteht null, aber auch wirklich null Kontext. Und wer darf es am Ende wieder richten? Genau, er. Alles manuell. Aber dann passiert etwas. Es kommt zu einem technologischen Wendepunkt. Wir nennen das gerne den Tesla-Moment. Das ist dieser Augenblick, in dem ein komplett überlegenes, neues System, ein altes, ineffizientes, einfach so von der Bildfläche fegt. Was hat jetzt ein altes Stromnetz mit Software zu tun? Mehr als man denkt. Also, stellen Sie sich vor, die alte Software ist wie Edisons Gleichstrom. Ineffizient, teuer und vor allem darauf ausgelegt, Sie komplett abhängig zu machen. Der berühmte Vendor-Login. Die neue Alternative dagegen, die ist wie Teslas Wechselstrom. Offen, super effizient und, das ist der alles entscheidende Punkt, sie gibt Ihnen die Kontrolle zurück. Und dieser Wechsel ist keine reine Philosophie. Nein, das ist eine knallharte wirtschaftliche Entscheidung. Diese Zahl hier, minus 78%, das ist die Zeit, die Alex jetzt weniger mit Administration verschwendet. Und das ist keine kleine Optimierung mehr, das ist eine echte Revolution. Aber wie sieht dieser Wandel denn jetzt ganz konkret in der Praxis aus? Naja, statt mit einer Blackbox zu kämpfen, die ihm quasi Befehle erteilt, führt Alex jetzt einen echten Dialog. Einen Dialog mit einem intelligenten Assistenten. Er nimmt also genau dieselbe Rechnung, die ihn vorher zur Weißglut getrieben hat, und lädt sie in das neue System. Die Reaktion? Die kommt sofort. Und der Unterschied ist wirklich wie Tag und Nacht. Schauen Sie sich das mal an. Die KI, die erkennt sofort den Kontext. Sie weiß, dass Meta-Plattforms Ireland in 99% der Fälle Werbekosten sind. Und jetzt kommt das wirklich Revolutionäre. Sie arbeitet nicht einfach im Stillen, sondern sie spricht mit ihm. Sie erklärt ihre Entscheidung. Sie legt ihre Gründe offen. Der Absender, der Betrag, die Daten aus der Vergangenheit. Das ist das genaue Gegenteil einer Blackbox. Das hier ist absolute Transparenz. Ganz, ganz entscheidend ist aber, die KI schlägt nur vor. Sie entscheidet niemals über Alex' Kopf hinweg. Sie gibt ihm einen Confidence Score, also wie sicher sie sich ist, und fragt nach. Alex bleibt immer der Chef im Ring. Man nennt dieses Prinzip Human in the Loop. Okay, Alex ist beeindruckt, aber auch ein bisschen skeptisch. Er denkt sich, klar, das war jetzt einfach. Aber was ist mit etwas richtig Komplizierten? Er will das System jetzt mal an seine Grenzen bringen. Und die Antwort der KI, die ist einfach brillant. Sie erkennt nicht nur die richtige Kategorie, sie versteht die steuerlichen Feinheiten dahinter. Sie erklärt ihm sogar, warum die Alternative hier nicht zutrifft. Das ist kein Raten mehr, das ist echtes Verständnis. Und dann, als wäre das nicht schon genug, geht der Assistent noch einen Schritt weiter und bietet an, den nächsten logischen Schritt direkt vorzubereiten. Das ist ein Copilot, kein Diktator. Und das Ergebnis von diesem ganzen Dialog, wissen Sie, das ist so viel mehr als nur ein bisschen gesparte Zeit. Es ist dieses unbezahlbare Gefühl, endlich wieder die Kontrolle zu haben. Vergleichen wir das doch mal direkt. Weg mit dem alten, komplizierten Prozess. Hier ist der neue, radikal einfache Workflow. Was früher Stunden voller Frust waren, ist jetzt eine Sache von Sekunden. Einscannen, prüfen, bestätigen. Fertig.
Aber der wahre Gewinn, der liegt noch viel, viel tiefer. Es ist die volle Kontrolle über die eigenen Daten, digitale Souveränität. Es geht darum, dass Compliance von einer lästigen Pflicht zu einem echten strategischen Vorteil wird. Und es geht darum, endlich wieder Zeit für das zu haben, was wirklich zählt: Ihr Geschäft. Und dieser Wandel, diese Geschichte von Alex, das ist keine ferne Zukunftsmusik. Nein, das passiert genau jetzt. Und es wird angetrieben von einer viel größeren Vision. Die Technologie ist da. Die alten Monopole fangen an zu wackeln. Die Frage ist also nicht mehr ob, sondern eigentlich nur noch, wann man diesen Wechsel für sich selbst vollzieht. Denn der entscheidende Punkt ist es geht hier nicht nur um ein paar Zeilen Code. Es geht darum, eine Gemeinschaft aufzubauen. Eine Gemeinschaft von Unternehmern, von Entwicklern, von Experten, die gemeinsam die Werkzeuge für ihre eigene Freiheit erschaffen. Das hier ist also wirklich erst der Anfang. Die Werkzeuge für diese neue Freiheit, die werden gerade gebaut. Die eigentliche Frage lautet also nicht, ob sie sich befreien, sondern wann. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten oder vielleicht sogar Teil dieser Bewegung werden wollen, dann finden Sie hier alle Informationen. Schauen Sie mal rein.